bin eine Überlebende von Auschwitz. I heard enough about my tragedy. Now I want to tell you about my healing. Sie haben genug gehört über meine Tragödie. Nun möchte ich erzählen über meine Heilung. And I want to thank every single one of you for leaving the comfort of your home to come here to maybe hear something that's not always pleasant at the beginning. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Ihr Zuhause verlassen haben, um etwas zu hören, was zuerst einmal nicht so angenehm ist zu hören. How did I come up with the idea of forgiveness? Wie bin ich auf die Idee der Vergebung gekommen? Some people think that God guided me. Manche Leute meinen, Gott hat mich geführt, aber er hat nicht mit mir gesprochen. I am not sure, but I will say to you that I have a mentality of never ever giving up. Ich bin mir nicht so sicher, aber eigentlich es ist meine Mentalität. Ich bin jemand, der nie aufgibt. And always searching for answers. Und ich suche immer nach Antworten. I was very, very unhappy for almost 50 years. Ich war sehr unglücklich für mindestens oder fast 50 Jahre. I was sad and angry and couldn't figure out. Ich war wütend, ich war traurig, ich war verzweifelt. And my sister, even though I donated my left kidney in 1993. Und meine Schwester, obwohl ich ihr meine Niere correction, in 1987. 1987 habe ich meiner Schwester eine Niere geschenkt. Because her kidneys have failed. Denn sie hatte ein Nierenversagen wegen den Misshandlungen. From the experiment. Wegen den Experimenten, die an ihr verübt wurden. And in 1993 she died. Trotzdem ist sie 1993 gestorben. And she took my kidney with her. Und sie hat meine Niere mitgenommen. I received a telephone call from a professor. Ich habe einen Telefonanruf erhalten von einem Professor at Boston College. Von Boston? Yes. And he said, I want you to come to speak to some doctors about Nazi medicine. Und er hat mich eingeladen, eine Ansprache zu halten, einen Vortrag zu halten vor einigen Ärzten. And I said, I love to lecture to doctors. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich gerne. Ich tue das gerne, vor Ärzten zu berichten. And he said, why? Und er fragte dann, warum? I go to the doctor says I'm too fat. Wenn ich zum Arzt gehe, dann sagt er mir, ich bin zu dick. I don't eat the right food. Er sagt mir, dass ich nicht das Richtige esse. I don't exercise enough. Ich mache nicht genug körperliche Übungen. And then I have to pay them. Und ich muss auch noch bezahlen dafür. So, now I am going to tell them what they are doing wrong. Und nun habe ich die Chance, ihnen zu sagen, was sie falsch machen. And then I like the idea that they pay me. Der Gedanke, dass dieses Mal es so andersrum läuft, dass sie mich bezahlen, das war mir ganz lieb. And I am doing lots of lectures like that. This year I have 7 more lectures to doctors. Und das mache ich recht oft. Also in diesem Jahr habe ich schon 7 Vorträge vor Ärzte. And then this professor tells me, when you come to the conference in Boston,
Und dieser Professor sagte, wenn Sie kommen zu dieser Konferenz in Boston, it would be really nice if you could bring with you a Nazi doctor. Es wäre wichtig und gut, wenn Sie auch einen Nazi-Arzt mitbringen würden. And I said to him, you know, they are not advertising as a telephone book. Ich habe gesagt, ja, Sie machen keine Werbungen im Telefonbuch. Where can I find them? Wo finde ich sie, die denn? So he said, think, maybe you come up with an idea. Er sagte, überlegen Sie sich, vielleicht finden Sie eine. Well, I did remember that the last project that my sister and I worked on, ich erinnerte mich daran, dass das letzte Projekt, bei dem ich und meine Schwester beteiligt waren, before she died, bevor sie starb, was a documentary with CDF, and in that documentary there was a Nazi doctor. Da hat ein Dokumentarfilm gegeben und in diesem Film war ein Nazi-Arzt. And I figured he might be still alive. Und ich habe mir gedacht, vielleicht lebt er noch. So I faxed the letter to CDF and told them to give me Dr. Munch's telephone number in the memory of my sister. Und ich habe mich durchgefragt und habe die Telefonnummer von diesem Arzt, also in Erinnerung an meine Schwester, erbeten. Because a year before, they wouldn't hand out telephone numbers of their guests. It was top secret. Ein Jahr zuvor wäre das gar nicht mal möglich gewesen beim Radio, oder war das Fernsehen, ich weiß nicht, ZDF, zu bekommen. And so, middle of the night, Germany is daytime is there, middle of the night, my fax machine is working, and there I get a letter. Und ich habe mich also in Verbindung gesetzt und dann bekam ein Fax. And there was a nice long sympathy letter at Dr. Munch's telephone number. Und es ging um einen langen Brief, der ja, mitleidend war und in dem dieser Doktor mir seine Telefonnummer gab. I called a friend because, as you notice, I don't speak very good German. Ich habe dann einen Freund angerufen und Sie haben gemerkt, ich spreche nicht so gut Deutsch. To call Dr. Munch and invite him to the Boston conference. Damit also der Brief kam nicht von Dr. Munch direkt, sondern offensichtlich von der ZDF. Und ich habe diesen Freund gebeten, dass er Kontakt aufnimmt zu Dr. Munch. Well, he called me back next day and said, I have bad news and good news. Er rief dann zurück und sagte, ich habe gute und schlechte Nachrichten. And he said, Dr. Munch is not coming to Boston. Die schlechte Nachricht war, dass Dr. Munch nicht nach Boston kommen würde. But he is willing to meet with you at his house in Germany. Aber er ist bereit, sich mit Ihnen zu treffen in seinem Haus in Deutschland. So, August of 1993, 17 years ago. Also 17 Jahre her, 1973 in August. Maybe August is a month where I do big things. Es kann sein, dass August so ein Monat ist, wo ich große Dinge vollbringe. Ich weiß es nicht. I arrived in Germany and I was very scared. Ich bin nach Deutschland gekommen und ich war, ehrlich gesagt, sehr erschrocken, also sehr ängstlich. I never met a Nazi doctor after Auschwitz. Ich hatte nie einen Nazi-Arzt getroffen nach Auschwitz.